Hallo allerseits und willkommen zur Bausatzbesprechung des Autoblinda AB41 von Itellery im Maßstab 1:35. Der eine oder andere fragt sich jetzt vielleicht, warum stellt der Hamilcar jetzt diesen Bausatz vor? Den hat er doch erst vor kurzem gebaut. Nun, das ist richtig. Ich habe unlängst den AB41 als Fahrzeug der italienischen Kolonialpolizei fertiggestellt. Das war aber hier diese ursprüngliche Version aus dem Jahr 2005. Was wir hier vor uns haben, ist die lang erwartete Neuauflage anlässlich des 80. Jahrestags der Schlacht von El Alamein. Wie jeder andere Modellbauer habe ich so meine Lieblingsbausätze, die ich schon mehrfach gebaut habe und die mir immer noch viel Spaß machen. Darüber habe ich schon vor einer Weile ein Video gemacht und dachte mir, es könnte mal ganz interessant sein, wenn ich euch ab und zu einen Bausatz aus meiner persönlichen Bestenliste mal näher zeige. Es werden also in den nächsten Monaten noch mehr Bausatzbesprechungen mit diesem Hintergrund auf euch zukommen. Ich persönlich würde mich als großen Fan des AB41 und damit auch dieses Bausatzes bezeichnen. Ich habe den schon 3 oder 4 Mal gebaut und es werden bestimmt noch weitere folgen. Es ist einfach ein ästhetisch sehr ansprechender Panzerwagen mit einer reichen Einsatzgeschichte und der Bausatz ist, obwohl er von Itellery kommt, gar nicht so übel. Für viele Jahre war der AB41 nicht einfach zu bekommen, teilweise wurden auch schon recht unverschämte Preise von 50 oder 60 Euro dafür verlangt, deswegen war eine Neuauflage schon längst überfällig. Bevor wir uns den Bausatz im Detail näher anschauen, noch ein paar Worte zum Original. Die Entwicklung des Autoblinda Panzerwagens begann im Jahr 1937, ab dem Frühjahr 1941 kamen die ersten Fahrzeuge der AB40 Baureihe zur Truppe. Der AB40 war das Vorgängermodell des AB41 und unterschied sich durch einen kleineren Turm, der als Bewaffnung nur 2 Maschinengewehre fasste. Bereits nach 24 gefertigten Fahrzeugen beschloss man, die viel zu schwache Bewaffnung zu verstärken. Anstatt des kleinen MG-Turms baute man einen etwas größeren Geschützturm mit einer 20 mm Maschinenkanone ein. Dieser Turm war identisch mit dem des leichten Panzers L6-40 und diese Fahrzeuge erhielten dann die Bezeichnung AB41. Der AB41 wurde vor allem in Nordafrika als Spähpanzer eingesetzt und erwies sich als ziemlich effektives Fahrzeug für diese Aufgabe. Auch auf dem Balkan wurde das Fahrzeug für polizeiliche Aufgaben und auch zur Partisanenjagd verwendet. Nach der Kapitulation der Italiener im September 1943 gingen zahlreiche AB41 in den Besitz der Wehrmacht und der Waffen-SS unter der Bezeichnung Panzerspähwagen AB41 201I über und standen weiterhin bis zum Kriegsende im Einsatz. Nach dem Krieg wurden die Fahrzeuge bis in das Jahr 1954 von verschiedenen italienischen Polizeiformationen verwendet. Insgesamt war der AB41 ein sehr beliebtes und seinen Aufgaben gewachsenes Fahrzeug. Der Allradantrieb und die Allradlenkung waren ziemlich fortschrittlich für ihre Zeit, die vollkommen genietete Konstruktion war dagegen eher rückschrittlich. Gut, schauen wir jetzt mal rein in die Schachtel. Auf der Schachtel finden wir den Hinweis, dass dem Bausatz auch Figuren beiliegen. Das ist mal eine schöne Sache. Bei dem ursprünglichen Bausatz war nur das Fahrzeug beinhaltet. Ja, die Schachtel ist typisch Itellery, relativ flach, relativ lang. Der Karton ist ein bisschen zu dünn für meinen Geschmack, aber das ist schon in Ordnung so. Dann hier die Bauanleitung und die Spritzlinge. Die sind meist summiert hier in diesen Beuteln eingeschweißt. Das ist in Ordnung. Hier die Abziehbilder. Keine Schutzfolie dabei. Das habe ich auch schon bei früheren Bausatzbesprechungen von Itellery Bausätzen bemängelt, dass die Abziehbilder halt irgendwie gar nicht geschützt sind. Also ich tüte die immer in so kleine Zipptüten ein, damit die dann ein bisschen geschützt sind, weil je nachdem wie man es lagert, können die halt ein bisschen Luftfeuchtigkeit ziehen und gehen dann halt kaputt nach ein paar Jahren. Ja, insgesamt, die übliche Verpackung von Itellery könnte besser sein, aber es ist in Ordnung. Werfen wir zuerst mal einen Blick auf die Bauanleitung. Hier auf der ersten Seite haben wir ein paar Hintergrundinformationen zum Fahrzeug auf Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Deutsch und Russisch. Dann auf der nächsten Seite hier die Teileübersicht. Alle enthaltenen Spritzlinge sind hier abgebildet. Das ist identisch
mit dem Bausatz von 2005, nur die Reifen sind anders, aber dazu später mehr. Schön finde ich, dass man jetzt hier bei Itellery endlich mal hier zu dieser Broschüre sozusagen übergegangen ist und nicht mehr hier diese großen Faltpläne hat, die sich hier so ausklappen. Das ist auch okay, aber halt nicht so handlich oder praktisch. Da ist mir das hier auf jeden Fall deutlich lieber. Ja, dann hier unten haben wir die Farbtabelle. Die bezieht sich ausschließlich auf die Acrylfarben von Itellery. Ja, ist okay, damit können wir umgehen. Und dann geht hier der Zusammenbau los. Da bauen wir zuallererst mal hier den Hauptrahmen zusammen. Der besteht hier aus mehreren Platten. Ist nicht weiter schwierig. Diese Bügel hier, die dienen nur für die zusätzliche Stabilität. Dann geht es hier weiter mit der Federung und auch hier mit dem Lenkgestänge. Das Fahrzeug hat ja eine Allradlenkung, deswegen haben wir hier eben 2 Gestänge und genauso hat das Fahrzeug einen Allradantrieb, deswegen hier auch die ganzen Antriebswellen. Dieser Bauschritt ist ein bisschen heikel, da muss man aufpassen. Erstens, dass man die Teile nicht verwechselt, weil es ist nicht immer sofort zu sehen, wo vorne und hinten sein soll. Und zum anderen, ja, die Passungslöcher sind ein bisschen grob, sag ich mal. Also da sollte man jetzt hier keine perfekte Passung erwarten. Aber ich kann euch versprechen, es funktioniert. Bloß, wenn ihr das zum ersten Mal baut, bitte nicht erschrecken. Es ist halt auch kein Tamiya-Bausatz. Ja, damit wäre sozusagen das Fahrgestell erledigt. Und wir machen hier mit dem gepanzerten Aufbau weiter. Der besteht hier aus mehreren Platten, die wir dann hier auch mit diesen Stücken verbinden. Ist ein bisschen ungewöhnlich, diese Konstruktion, aber auch das funktioniert ziemlich gut. Ja, dann kommen hier noch mehr Platten ran. Das Motordeck hat nicht unbedingt die beste Passung, muss man ein bisschen aufpassen und sich da langsam rantasten. Und hier an dieser Platte, da seht ihr hier diese Y-förmige Halterung. Das ist die Antennenhalterung, die ist hier so angegossen aus Kunststoff. Ist ein bisschen klobig, kann man aber leicht ersetzen, wenn es einen stört. Ja, dann hier die Front des Fahrzeugs. Die Scheinwerfer waren hier im Aufbau versenkt, kann man geöffnet oder geschlossen darstellen. Ja, auch hier die Einstiegsluken sind separat, Motorluken auch. Es ist halt keine Inneneinrichtung vorhanden, deswegen stellt sich die Frage, ob man das wirklich offen darstellen möchte. Generell zählen die Bauanleitungen von Itellery nicht zu den besten, so was jetzt die Optik angeht oder die Übersichtlichkeit, aber man kommt damit klar und es sind eigentlich auch keine Fehler vorhanden, was jetzt die Nummerierung der Teile angeht. Also ja, wenn man, sag ich mal, kein blutiger Anfänger ist, kommt man damit auf jeden Fall zurecht. Hier kommt dann der gepanzerte Aufbau und hier diese ganze Fahrwerksbodenplatte zusammen. Ich finde, das ist ja eine ungewöhnliche Konstruktionsweise, aber auch hier, das funktioniert ziemlich gut und ist auch ziemlich stabil am Ende. Ja, dann hier der Turm. Ja, da ist nicht so viel zu tun, ist ein relativ kleiner Turm. Ja, das Geschützrohr ist jetzt nicht so toll in dem Bausatz. Da würde ich euch raten, das zu ersetzen. Soweit ich weiß, ist auf dem Zurüstmarkt kein Metallrohr dafür verfügbar. Ist aber auch nicht so schlimm. Das könnt ihr sehr leicht selber herstellen. Bei meinem letzten AB41 Modell habe ich da einfach eine Messingstange eingeklebt und am Ende ein bisschen aufgebohrt. Sieht perfekt aus, weil das Geschützrohr ist wirklich komplett zylindrisch von Anfang bis Ende. Also nicht irgendwie konisch, wie das bei vielen anderen Geschützrohren ist. Und deswegen könnt ihr da ganz leicht mit Stangenmaterial oder mit einem Rohr, mit einem Messingrohr, das super ersetzen. Im Turm haben wir auch diverse Innendetails. Nicht viel, ganz rudimentär, aber besser als gar nichts. Und auch hier können wir die Luken offen oder geschlossen darstellen. Ja, auch hier der Sitz des Kommandanten und auch hier ein paar Handräder und so weiter. Rudimentäre Inneneinrichtung, das ist schon ganz okay. Dann kommen hier noch ein paar Kleinteile außen ans Fahrzeug. Ja, nichts Besonderes.
Hier die eingeklappte Sternantenne, die ist ein bisschen klobig im Bausatz ausgeführt und vielleicht möchte man die auch ausgeklappt bauen. Deswegen kann es hier nicht schaden, ein bisschen Eigeninitiative zu investieren. Wie schon vorhin erwähnt, die Reifen des Bausatzes sind neu. Das scheinen hier diese typischen Wüstenreifen zu sein. Die lagen der Variante von 2005 nicht bei. Das ist schon mal sehr schön. Eine sehr sinnvolle Neuerung. Ja, dann hier noch weitere Details, Werkzeug und so weiter. Kanister, Abgasanlage und so weiter. Also das ist ganz simpel gehalten. Hier dann die Scheinwerfer hinten, beziehungsweise das Rückfahrlicht. Das Fahrzeug konnte vorwärts und rückwärts gleich schnell fahren, hatte auch einen Fahrer für den Rückwärtsgang sozusagen. Deswegen hinten auch die Scheinwerfer. Da kann man, wenn man möchte, noch die Leitungen ergänzen. Das ist ziemlich simpel. Ja, und damit wäre das Fahrzeug schon beieinander. Und wir kommen hier zu den Figuren. Das ist gegenüber der ursprünglichen Variante von 2005 eine Neuerung. Die kam ohne Figuren. Hier haben wir ein paar Figuren dabei. Ist aber leider nichts Besonderes. Das sind einfach hier diese italienischen Bersaglieri-Soldaten, also diese leichte Infanterie. Die Figuren sind aus dem Jahr 1997, glaube ich. Also, wenn man es ernst meint, wird man die wahrscheinlich nicht verwenden. Aber gut, es liegt bei. Irgendwie muss man ja die Neuauflage auch ein bisschen attraktiver machen. Aber ich persönlich hätte darauf verzichten können. Da haben wir hier noch ein bisschen eine Anleitung, auch für die Bemalung und so weiter. Und dann kommen wir hier zur Bemalungsanleitung für den AB41. Itellery schlägt uns hier 3 Bemalungs- und Markierungsvarianten vor. Bei der ursprünglichen Version von 2005 waren es 5 Varianten. Das war natürlich sehr gut. 3 Varianten sind aber auch nicht schlecht. Hier dann das erste Fahrzeug, war Teil der Panzergruppe Nizza, Libyen, Frühjahr 1942. Einfach nur sandgelb mit hier roten Markierungen. Das zweite Fahrzeug, hier von einem Bersaglieri-Bataillon, auch Libyen, Frühjahr 1942. Hier mit diesem weißen Kreis am Turm und weißes Kreuz vorne drauf. Und dann hier unten noch ein getarntes Fahrzeug, hier von dem Panzerregiment Kavalleristen von Lodi, Tunesien, Frühjahr 1943. In Tunesien waren die Fahrzeuge oft abgetarnt, weil das, sage ich mal, nicht so eine reine Wüstenlandschaft ist, wie das vielleicht in Libyen der Fall ist. In Tunesien gibt es auch durchaus viele Wälder oder auch Gebiete, die landwirtschaftlich genutzt werden. Deswegen war da eine Tarnung durchaus hilfreich. Ja, ich denke, das ist eine schöne Auswahl an Varianten und 3 Varianten sind ja, wie gesagt, nicht schlecht. Ja, also insgesamt eine sehr brauchbare Anleitung, nichts Besonderes, ist auch mehrheitlich identisch zur alten Anleitung. Nur eben, dass es jetzt hier endlich so als Broschüre eben ausgeführt ist, was ich sehr gut finde. Kommen wir nun zu den Bauteilen. Hier der Spritzling A, da haben wir Teile des Turms und auch Teile des Fahrzeugrahmens. Ja, wie man sehen kann, auch hier die Unterseite ist schön detailliert, mehr als man es braucht. Hier die seitlichen Rahmenteile, hier diese Federn, das sieht ganz anständig aus, Nietköpfe und so weiter. Die Angusspunkte, bisschen groß, könnte man kleiner machen, aber das ist nicht so schlimm, da kommen wir mit klar. Ja, die Werkzeuge, das ist ein bisschen ein Schwachpunkt bei dem Bausatz. Diese Halterungen, das sind einfach nur so Ringe. Finde ich jetzt nicht so schön. Muss aber jetzt auch ehrlich gestehen, ich weiß jetzt nicht so richtig auswendig, wie diese Halterungen wirklich aussahen, aber ich glaube nicht, dass das einfach nur so Ringe waren. Aber ich denke, man hat da nicht so viele Möglichkeiten, da sich zu behelfen.
Ich denke nicht, dass der Zurüstmarkt irgendwelche italienischen Werkzeughalterungen bietet. Zumindest nicht in dem Maße, wie das für zum Beispiel Werkzeughalterungen von Wehrmachtsfahrzeugen der Fall ist. Dann hier der Turm. Auch hier schöne Nietköpfe und Scharniere. Was mich ein bisschen stört ist, das sollen ja mehrere Panzerplatten sein, die hier so vernietet wurden. Deswegen müsste eigentlich hier an der Kante auch, ja, sage ich mal, irgendwie eine kleine Gravur sein. Und das Ganze wirkt auch so ein bisschen rundlich auf mich. Da kann man vielleicht ein bisschen nachhelfen, wenn man es ganz genau nimmt. Innen, ja, der Turm bekommt ein paar Details innen. Man sieht auch ein bisschen, was ist vorhanden. Auswerfer zum Beispiel. Ja, hier die Turmluke. Innen 2 dicke Auswerfer. Die sollte man auf jeden Fall entfernen, wenn man das offen darstellen möchte. Hier hinten diese Heckluke. Die ist glatt. Ja, passt schon. Es ist halt ein E-Tellery-Bausatz. Das muss man immer bedenken. Aber es ist halt einer, der ein bisschen neuer ist, von 2005 ursprünglich. Also, ja, ich sag mal, so die 70er oder 80er Jahre, auf dem Niveau befindet sich das nicht mehr. Aber natürlich auch nicht auf dem aktuellen Niveau, wie man das heutzutage erwarten würde. Dennoch, man kann was Schönes draus machen. Der Spritzling B liegt doppelt bei, ist relativ klein. Und hier finden wir hauptsächlich Fahrwerksteile. Also hier diverse Achsteile, Federungsteile und auch die Felgen. Ja, und auch sonst ein paar Dinge, die wir öfter brauchen. Ja, wie schon erwähnt, das Fahrzeug hat einen Allradantrieb und eine Allradlenkung. Das ist natürlich technisch sehr interessant und die Tellerie hat da das Mögliche getan, um das auch am Modell schön darzustellen. Wobei eben manche Teile ein bisschen fragwürdige Passung haben. Da muss man manchmal ein bisschen nachhelfen. Ja, die Felgen, sehr hübsch. Also ich finde, die könnte man so nicht besser machen. Auch hier die Radnaben mit dem SPA-Emblem drauf. Sehr scharf detailliert. Haben auch ein paar filigrane Teile hier, wie diesen Auftritt, der unter der Einstiegsluke sich befindet. Die Kanister, ja, wären an und für sich okay. Nur diese Halterung, die ist schon angegossen, das wirkt ein bisschen klobig. Also bei meinem letzten Modell habe ich die weggelassen. Dann hier das Lenkgestänge. Auch das hat eine bisschen komische Passung, muss man ein bisschen aufpassen, aber im Endeffekt, man sieht am Ende normalerweise nicht mehr viel davon. Ja, auch hier wieder Werkzeughalterungen sind ein bisschen grob gehalten. Da könnte der Zurüstmarkt auch mal aktiv werden. Ja, Angüsse sind manchmal ein bisschen dick, aber zumindest sind es nicht viele Angüsse pro Bauteil. Von dem her ist es vollkommen okay. Da können wir auf jeden Fall mitarbeiten. Machen wir weiter mit dem Spritzling C. Das ist der größte Spritzling hier im Bausatz. Ja, und da sind hauptsächlich die Bauteile hier des gepanzerten Aufbaus dran. Ja, wie man sehen kann, die Nietköpfe sind sehr scharf wiedergegeben. Auch hier die Scharniere. Überhaupt sehe ich hier an dem ganzen Bausatz bisher noch keine Fischhäute oder irgendwelche Sinkstellen. Das ist schon mal sehr schön. Was hier nicht so schön ist, sind hier die Auswerfer in den Radläufen und auch hier, wo der Ersatzreifen montiert werden soll. Da sollte man sich drum kümmern. Jetzt hier in den Radläufen, ja, nicht unbedingt. Da kommt ja ein großer Reifen davor. Hier, ich glaube, diese beiden unteren Auswerfer, die sind tatsächlich später zu sehen. Da muss man sich auf jeden Fall drum kümmern und die zuspachteln und verschleifen. Das wäre ziemlich wichtig.
Ja, innen keine Details vorhanden. Das Fahrzeug hat keine Innenausstattung. Dann hier das Geschützrohr. Da ist irgendwo hier auch noch die Mündung. Ich glaube, das Teil ist es. Das wird hier noch so aufgeklebt. Da würde ich euch empfehlen, einfach Rundmaterial einzusetzen von entsprechender Stärke. Ich habe da eine Messingstange genommen und aufgebohrt. Man kann auch ein Messingröhrchen nehmen. Das ist auf jeden Fall leicht machbar, nachdem das Rohr eben komplett zylindrisch ist. Weil das Plastikteil, ja, das geht schon, aber es ist jetzt nicht wirklich High-End das Ganze. Na, hier die Frontplatte mit der Fahrersehklappe und den Scheinwerfern. Sieht auch ganz hübsch aus. Das sind noch so Kleinteile, die in den Turm reingehören. Die Maschinengewehre, da sollte man auf jeden Fall die Mündungen aufbohren, vorsichtig. Ansonsten ist da eigentlich nichts zu tun. Motordeck, wie vorhin erwähnt, das kann gewisse Passprobleme geben hier an den Seiten. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Das sind hier die Klappen für das Motordeck und hinten dieser Lufteinlass. Die Schlitze sind alle durchbrochen und frei von jeglichen Fischhäuten oder anderen Überbleibseln. Das ist schon mal gut. Das sind die seitlichen Einstiegsklappen. Das ist ganz okay. Innen haben wir natürlich Auswerfer. Also wenn man es geöffnet baut, muss man sich darum kümmern. Hilft nichts. Ja, und dann hier diese Sternantenne. Wie gesagt, ich finde die ziemlich klobig. Sollte man ersetzen. Bei meinem letzten Modell habe ich das folgendermaßen gemacht. Da habe ich einfach wieder eine Messingstange verwendet. Muss auch nicht irgendwie konisch zulaufen, das Ganze. Einfach die entsprechende Länge abschneiden, einkleben. Und wenn man es dann noch ausgeklappt bauen möchte, kann man von Dragon dieses Fotoheads-Teil verwenden, was vielen deutschen Panzern beiliegt für diese Sternantenne. Hier sehen wir den Y-förmigen Antennenhalter. Den habe ich ja vorhin schon mal erwähnt. Den kann man auch leicht ersetzen. Einfach durch diverse Fotoheads-Reste kann man den gut aufbauen, weil das Plastikteil, das ist schon ziemlich klobig. Außerdem bricht es ständig ab. Ist auch so ein Thema. Ja, an und für sich bei dem Bausatz ist es so, man kann den sehr leicht mit einigen kleinen Änderungen aufwerten. Und dazu ist es nicht unbedingt notwendig, irgendwelche Fotoheads-Sets dafür zu kaufen oder andere Zurüstteile, sondern ganz viel davon, was man hier verwenden kann, hat man schon zu Hause. Irgendwelche Reste oder Messingröhrchen, Messingrundmaterial, irgendwelche Überbleibsel. Kann man einfach hier einbauen, ist ein bisschen mehr Aufwand, aber die Wirkung ist ganz erheblich. Und das ist sowas, es mag ein Itellery-Bausatz sein, das ist mit Sicherheit nicht das Beste, was es gibt an Bausätzen auf dem Markt, aber mich reizt es eben manchmal, so einen doch eher einfachen Bausatz ein bisschen aufzuwerten und der ist dann sofort auf einem deutlich höheren Niveau. Das ist einfach eine tolle Herausforderung und man kann eben auch mit bescheidenen Mitteln eine große Wirkung erzielen. Und deswegen sind so Bausätze irgendwie interessant und machen auch Spaß. Machen wir weiter mit den Gummireifen. 6 Stück liegen bei. Hier dieses Vinylmaterial, das ist jetzt vielleicht nicht jedermanns Sache. Ja, manchmal kann das sein im Lauf der Jahre, dass da der Weichmacher rausgeht und die dann sich mehr oder weniger auflösen, sich irgendwie in Gelee verwandeln. Ist mir jetzt persönlich noch nie passiert, aber ja, das ist auf jeden Fall eine Sache, die im Raum steht. Kann man ersetzen durch Resin, wenn man will, dann hat man andere Probleme, sage ich jetzt mal. Die Reifen, wie schon erwähnt, das ist hier eine Neuerung gegenüber der Version von 2005. Und zwar haben wir hier in diesem Bausatz diese typischen Sandreifen beinhaltet. Die wurden natürlich viel in Nordafrika verwendet. Ja, die frühere Version
von dem AB41. Da waren nur diese europäischen Reifen dabei. Ja, auch die wurden in Nordafrika verwendet, aber halt nicht im selben Umfang. Also typischer ist schon das hier. Da musste man sich dann in der Vergangenheit immer mit Resinreifen behelfen. So habe ich das auch bei meinem letzten AB41 gemacht. Jetzt ist es endlich dabei. Die Reifen an und für sich sind nicht neu. Die lagen schon mal einer Variante des AB40 Bausatzes bei. Also Itellery hatte das schon im Petto und hat es hier eben nur beigelegt. Ist auf jeden Fall eine sinnvolle Änderung. Und ja, es hat nur einen Nachteil, wenn man ein Fahrzeug darstellen möchte, was in Italien oder auf dem Balkan unterwegs war, sind die Reifen nicht optimal. Auch da gibt es Fotos, wo die aufgezogen sind, aber da wäre dann hier dieser Reifen tatsächlich richtiger. Nun, ich habe alles im Lager, ich kann da hin und her wechseln, wie ich möchte, aber für alle anderen, die den Bausatz vielleicht zum ersten Mal bauen möchten, ja, ihr wisst Bescheid, für ein Fahrzeug auf dem Balkan sind die Reifen nicht optimal. Dann haben wir hier noch den Abziehbilderbogen. Ja, wie man sehen kann, der Trägerfilm ist sehr begrenzt hier im Umfang, das ist schon mal gut. Alles ist sauber gedruckt, kein Versatz. Die Farben sind sehr schön wiedergegeben. Bei einer Variante hat man ja auf dem Turm hier so einen runden Kreis. Da würde ich jetzt hier tatsächlich nicht das Abziehbild verwenden, sondern das eher maskieren und auflackieren. Vielleicht auch sogar bei dem Kreuz hier. Aber das ist jedem seine Sache. Ja, also das sieht gut aus. Das sollten schöne Abziehbilder sein. Ich hatte auch mit Abziehbildern von Itellery eigentlich nie wirklich große Probleme. Und zum Abschluss schauen wir uns noch die Figuren an, die dem Bausatz beiliegen. Wie gesagt, die Figuren stammen aus dem Jahr 1997. Die waren wahrscheinlich damals schon nicht gut. Ja, die Kamera will gar nicht fokussieren. So schlimm ist das. Ja, das ist 70er Jahre Niveau. Also, ja, für Anfänger mit Sicherheit ganz nett. Jeder fängt mal klein an. Aber jeder, der es halbwegs ernst meint, sollte diese Figuren nicht verwenden. Vielleicht sind die Gewehre ganz brauchbar oder die Helme so als Zubehör. Meinetwegen kann man irgendwo hinhängen, aber die Figuren an sich, heieiei, nee, lieber nicht, lieber Finger weg. Ich persönlich finde es wunderbar, dass Itellery einen meiner Lieblingsbausätze nach vielen Jahren wieder zurückgebracht hat als Neuauflage. Das war wirklich bitter nötig, nachdem das Original wirklich schwer zu bekommen war in den letzten Jahren und da teilweise auch schon irgendwelche Wucherpreise verlangt wurden. Von dem her eine super Sache, da bin ich echt froh. Auch wenn der Bausatz natürlich, das muss man ehrlicherweise auch sagen, wirklich nicht mehr den modernen heutigen Ansprüchen entspricht. Muss aber nicht heißen, dass der Bausatz deswegen schlecht ist. Man kann, wie ich ja im Video erklärt habe, mit ein paar kleinen Änderungen sehr viel rausholen und den Bausatz auf ein ganz neues und wesentlich höheres Niveau heben. Das ist eine Qualität, was ich bei vielen anderen Bausätzen so nicht bekommen kann. Da sind dann die Fehler oder die mangelnden Details dann doch teilweise so schwerwiegend, dass ich da mit Eigeninitiative oft gar nicht hinkomme, sondern da muss man dann wirklich was aus dem Zurüstmarkt zukaufen, was natürlich dann den Bausatz wesentlich teurer macht. Hier kann ich mit ein paar Restteilen und irgendwelchen Schnipseln sehr viel rausholen, ohne dass ich da auch nur einen Cent investieren muss. Was es nicht gebraucht hätte, sind die Figuren, die uns da Itellery beigelegt hat. Die sind schon wirklich sehr grob und ehrlich gesagt einfach schlichtweg hässlich. Die waren 1997 schon nicht gut und sind 2023 auch nicht besser. Naja, es liegt eben bei, der eine oder andere Anfänger wird sich da vielleicht drüber freuen. Kann man auch ein bisschen üben dran und so. Das ist schon okay. Aber alle anderen, die es ernst meinen, werden diese Figuren garantiert nicht verwenden wollen.
Preislich liegt der Bausatz bei ungefähr 30 Euro, je nachdem wo man schaut, je nach Quelle. Das ist rein objektiv betrachtet, finde ich, ein bisschen zu teuer für das, was wir hier bekommen. Ich kann mich erinnern, so 2005, 2006, wo ich den ursprünglichen Bausatz gekauft habe, da war der für 20 Euro zu haben. Jetzt sind es 10 Euro mehr. Gut, mit jeder Neuauflage, man kennt es ja von anderen Herstellern, es wird meistens nicht billiger. Hier bekommen wir noch ein paar Figuren, aber die machen den Preisunterschied garantiert nicht aus. Naja, es ist wie es ist. Müsst ihr selber entscheiden, ob es das euch wert ist. Mir persönlich sind es die 30 Euro wert, weil ich einfach das Fahrzeug und den Bausatz super finde. Gut, soviel zu dem AB41 von Itellery, einem Bausatz aus meiner persönlichen Bausatz-Bestenliste. Wie gesagt, meine persönliche Bestenliste. Ich mag den Bausatz einfach. Ihr könnt euch in den nächsten Monaten auf noch mehr Bausatzbesprechungen freuen von Bausätzen, die ich schon mal gebaut habe und die ich so gut oder interessant fand, dass ich die mir wieder gekauft habe. Und da kann ich euch einfach ein bisschen mehr erzählen als den Bausatz, den ich eben zum ersten Mal vor mir habe, den ich noch nie gebaut habe, wo ich eben noch nicht so genau einschätzen kann, worauf es da ankommt. Wobei ich da mich schon immer selber überprüfe und eigentlich schon den Eindruck habe, dass meine Trefferquote bei den Bausatzbesprechungen doch recht gut ist. Also mal abwarten, was da noch kommt in den nächsten Wochen und Monaten an Bausatzbesprechungen. Ihr seid auf jeden Fall schon mal vorgewarnt. So, und damit verabschiede ich mich auch wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr fandet das Ganze interessant und hilfreich. Bis zum nächsten Video. Euer Hamika Barkas.